Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema fallendes Dow-Gold-Ratio bringt die Goldaktienwelt. Ein Disclaimer. Fallendes Dow-Gold-Ratio inmitten der Saisonalität von Gold und Silber bringt uns die Goldaktienrallye. Top-Analyst Grady zeichnet einen Rückgang des Dow-Gold-Ratio, welches praktisch exakt bis zum ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein soll. Genau in der jetzt beginnenden Phase der Gold- und Silber- und Goldaktienrallye. Interessant hierzu ist außerdem die US-Zinserwartung der kommenden drei Quartale, die ebenfalls in dieses Zeitfenster passen und auf einen jetzt erhöhten 5,5 bestehen bleiben. Erst im zweiten Quartal 2024 wird wieder mit einer Zinssenkung gerechnet. Unsere Erwartung ist, dass bis Ende Februar 2024 der Höhepunkt der Goldaktien mit Silber 40 bis 50 Dollar erreicht werden kann. Dann wird es zu einer Korrektur kommen. Ja, auf den ersten Sicht ist es widersprüchlich, warum hohe Zinsen, trotzdem steigende Goldpreise. Der Ausdruck der höheren Zinsen ist eigentlich nur, dass sie mit aller Kraft versuchen, den Inflationsanstieg zu dämpfen. Es ist im Prinzip ein wirklich bullisches Zeichen für Gold und Silber, dass sie das kaum noch im Griff haben und deswegen auch teilweise, man muss es leider sagen, künstlich eine Rezession erzeugen müssen, die dann aus deren Sicht der Währungshüter sozusagen weniger Nachfrage nach Produkten durch diese Rezession erfolgt und damit hoffen die, ihren Preisanstieg zu dämpfen. Interessant ist eben auch im Blick auf die Vergangenheit eben die Dow-Gold-Ratio und sie ist eben dabei, so wie der Statist das hier sieht, enorm zu sinken sozusagen. Und das ist in der Vergangenheit dann immer eine große Chance für eine Goldaktienrallye gewesen. Also ja, wir erwarten ja, dass sie, sage ich mal, bis Ende Q1 sozusagen sinkt, die Goldaktienrallye. Und hier sehen Sie das. Und dann kommt an diesen Strich möglicherweise noch eine Gegenbewegung. Und die könnte natürlich dann die Goldaktiengewinne wieder aufheben sozusagen. Und es könnte natürlich zum Beispiel einhergehen mit auch einem generellen Börsenzusammenbruch. Also das muss man sich bewusst sagen, dass wir jetzt ein günstiges Umfeld für Goldaktien haben. Zum einen durch das Absinken eben der Dow-Gold-Ratio. Also sprich, das bedeutet, Gold wird wertvoller gegenüber dem allgemeinen Aktienmarkt. Das kann man messen. Und sage ich mal, zu diesem ganz extremen Punkt heißt das dann am Ende, fällt dann diese Ratio möglicherweise wie 1980 auf 1 und sogar darunter. Aber da sind wir eben noch nicht. Es geht jetzt erstmal um den temporären Abfall bis ins zweite Quartal nächsten Jahres sozusagen. Und dann könnte eine Korrektur kommen. Also haben wir circa 6, vielleicht etwas mehr Zeit für steigende Goldaktien überhaupt. Und es ist eben auch einfach so, dass diese Gold- und Silberaktien, das weiß eben draußen keiner, sind so exorbitant niedrig und dafür gibt es keine logische Erklärung. Wenn die Stimmung nur etwas freundlicher wird für die Goldaktien, gehen eben viele Goldaktien von wenigen Penny-Goldaktien auf den Dollar- und Mehr-Bereich. Und davon kann man 100.000 haben, vielleicht sogar eine Million. Und eben aus Millionen gut gestreute Anteile von Goldaktien in einer Goldaktienmania können dann eine Million werden. Deswegen ist das aus meiner Sicht so interessant. Und eben die Dow-Gold-Ratio, wie der Statist das hier schreibt, unterstützt das. Deswegen haben wir hier drüber berichtet. Ja, hier nochmal angehender Silberproduzent Chile, Peru, auch wenn sich das teilweise wiederholt. Ich will ja auch die Dynamiker Ihnen immer wieder aufzeigen, die tatsächlich jetzt in Bewegung kommen. Das ist wichtig. Das ist also hier ein Unternehmen eben aus Chile und Peru mit circa 190 Millionen Unzen Silber, hochgradiges Silber mit mehreren Projekten. Hier, Sie sehen es auf der Landkarte, das ist wie gesagt ein Grenzgebiet von Chile und Peru. Und Sie sehen auch, wie diese Aktie hier im letzten Goldaktienbullenmarkt gestiegen ist, hier von 10 Cent
auf sage und schreibe 1,50. Und im Grunde genommen, 10 Cent haben wir nicht erreicht, aber wir sind Richtung 20 Cent, 18 Cent gegangen. Aber mittlerweile ist eben, wie Sie das eben auch hier sehen, die Aktie im Anstieg und alleine heute ist sie um 6,12% gestiegen. Wenn es jetzt wirklich zu einem Silberboom kommen sollte, greifen natürlich hier viele Investoren dann auch auf diese Unternehmen mit diesem vielen Silber zu. Und ja, wir haben einen theoretischen Potenzialfaktor gerechnet von 150. Klar, das ist nur ein Vergleichsfaktor, um das mit dem anderen zu vergleichen, aber generell ist es daran angelegt, wenn wir eine wirkliche Silberverrücktheit bekommen, der Investoren natürlich, kann eben diese Aktie nach dieser Logik um das 154-fache steigen. Glauben Sie, es ist wirklich passiert? Ist sehr skeptisch zu sehen, aber irgendwie müssen wir diese Aktien vergleichen. Was eben meiner Meinung nach sehr gut passieren ist, dass diese Aktie relativ schnell in den 1-Dollar-Bereich steigen kann. Und dann natürlich, wenn die Mania dann weitergeht, die Nachfrage nach Silber hoch bleibt, die Massen einströmen, also 32 Dollar auch durchstoßen wird und dann Richtung 40 bis 50 Dollar steigt, dann gibt es möglicherweise kein Halten mehr. Dann kann sowas irgendwo zwischen 3 und 8 Dollar liegen, vielleicht sogar Richtung 10 gehen. Und das ist einfach eine unglaubliche Chance, das muss man sich bewusst machen. Die gibt es auch nicht so oft. Ja, nochmal zum Thema Gold. Gold könnte eben analog der 1970er Jahre von 2000 Dollar auf 8500 Dollar jetzt steigen in einem guten Jahr. So war es jedenfalls in der Vergangenheit. Nach dieser Korrektur ging es dann von 200 Dollar innerhalb von einem Jahr auf 850 Dollar. Und das führte zu dieser extremen Goldaktienrallye hier von 15 nach 20 Cent auf teilweise 10, 20, 30, 40 Dollar gestiegen werden. Also nicht selten konnte man aus 1000 Dollar 100, 200.000 oder mehr machen. Eine unglaubliche Situation, die sich natürlich nicht oft wiederholt, aber wir glauben eben, das steht von einer ähnlichen Situation. Nichtsdestoweniger halten wir uns an die aktuell besten Chartisten. Wir werden hier nicht über irgendwelche Goldpreise spekulieren. Grundsätzlich kann das in die Richtung gehen, auch noch höher, aber die haben heute so viele Mittel und Einkaufsmöglichkeiten, dass sie das vermutlich auf einem niedrigen Niveau erstmal dann wieder stoppen werden. Und da halten wir uns eben einfach an die Statisten und die sagen an den guten Statisten und die sagen im Wesentlichen, Gold steigt irgendwie Richtung 2300 bis 2600 und Silber 40 bis 50 und das eben, solange eben diese diese Dow-Gold-Ratio bis ins erste, zweite Quartal nächsten Jahres sinkt. Und das macht eben das sehr wahrscheinlich, dass es gerade in dieser Phase jetzt zu steigenden Goldaktien- und Silberaktiennotierungen kommt. Ja, was liegt vor uns? Das hatte ich jetzt schon mal erwähnt. Es liegt eben ein moderater Anstieg von Gold und Silber vor, kein extremer. Dieser moderate Anstieg reicht aber dazu aus, diese extremst unterbewerteten Goldaktien wieder zum Leben zu erwecken. Also mit einmal steigen die von wenigen Pennies in vielen Fällen dann Richtung 1 Dollar oder mehr. Und das gibt es natürlich nur in der Frühphase, wo sie quasi jetzt erweckt werden durch den steigenden Gold- und Silberpreis. Und deswegen ist gerade diese Phase so äußerst lukrativ und deswegen natürlich auch das Investment in Junior-Aktien, weil Sie müssen sich vorstellen, wenn die Rallye dann schon von Silber zum Beispiel auf 30 Dollar gelaufen ist, kriegen Sie diese Art Aktien nicht mehr für Pennies. Da müssen Sie da Dollar-Aktien sein. Die können dann immer noch utopisch steigen. Nur zum einen ist das Rückschlagrisiko enorm groß und zum anderen steigen sie eher proportional mit dem Gold mit, vielleicht etwas gehebelt, während wir in dieser Phase steigen diese Goldaktien eben extrem überproportional. Gucken Sie sich dieses Beispiel an. Gehen hier auf der linken Seite ging hier von 2 Cent auf 36 Cent innerhalb von halben Jahr. Das ist hier fast eine Verzwanzigfachung. Hat sich Gold verzwanzigfacht? Nicht. Das ist eben damals, das war da von der Corona-Krise und dann den Goldanstieg, das war irgendwie vielleicht was um die 20 bis 25%. Also das heißt, diese Aktie ist 100-mal besser gestiegen als Gold selbst in der Corona-Krise beispielsweise. Das muss man sich bewusst machen. 100-mal. Und das ist eben das Interessante in dieser Situation an Gold- und Silberaktien.
Ja, immer noch haben wir eine extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Ähm, Das ist so, wenn man Goldaktien mit Gold in Korrelation sieht, sieht man, dass es unheimlich tief gefallen ist. Seit 1996 haben wir fallende Notierung. Das hat eigentlich erst jetzt aufgehört. Und durch diese höheren Gold- und Silberpreise, die wir jetzt erwarten diese Statisten eine Eruption, dass das Gleichgewicht zurückgebracht wird. Und möglicherweise gibt es auch eine Vertreibung, eine Übertreibung und es geht dementsprechend höher. Und das führt zu Exzessen bei Goldaktien, Notierung, gerade von dieser Tiefe. Gleichzeitig gibt es ein Bewertungsgap, also eine Lücke zwischen sogenannten Junior- und Explorationsaktien und Senioraktien. Und die kann auch sehr schnell geschlossen werden. Und das würde wiederum auch einen extra Push für Gold Juniors bedeuten. Sie sehen, das kann auch hier in wenigen Monaten geschlossen werden, wie das im Jahr 2000 passiert ist. Ja, wie hätte man optimal investiert? Im Grunde genommen hätte man einfach ständig gute Goldaktien kaufen sollen, die verteilen müssen. Zum Beispiel damals, ja, waren der $50, was heute vielleicht 200 oder $300 ist, hätte man in verschiedene Goldaktien verteilen müssen, gut beobachten, gute vielleicht nachkaufen hier und da. Das hätte man vielleicht sozusagen mit 10, 20, 30, 40, 50 oder 100 verschiedenen Aktien machen können. Dann kommt dann irgendwann die primäre Bewegung von Gold. Und dann haben wir möglicherweise solche Anstiege bei Goldaktien. Sicher hätten wir nicht jede Aktie getroffen, aber viele haben sich doch ganz gut entwickelt. Und wenn wir vorher schon selektiert haben, beobachtet haben, gut performende weiterkaufen und so weiter, hätte man sicherlich einige Gewinner dabei haben können. Und damals wäre es eben 1980 das Klügste gewesen, die Gewinne dann realisieren und zum Beispiel in die gegenüberliegende Assetklasse sozusagen zu investieren. Und das waren damals diese Fonds zum Beispiel von Berkshire Hathaway oder auch andere Fonds oder Top-Aktien, die sich dann für 20 Jahre gut entwickelt haben. Also im Grunde genommen ist dieser Gold- und Goldaktienanstieg nichts weiter. So muss man es betrachten als ein Maximierungstool für Assets. 1980 ist es so gewesen. Und schauen Sie sich das an, hätte man im Schnitt $50 in Goldaktien investiert und dann reinvestiert in Topfonds oder Aktien, hätte man bis 1999 $1 Million. Das ist wirklich die Lösung dieses Rentendilemmas. Und in einer ähnlichen Art und Weise, ähnlich, ich sage, möglicherweise wird es ruppiger, heftiger und wir müssen vielleicht diese Gewinne erstmal noch mehr Gold und Silber parken. Das ist absolut möglich. Aber in einer ähnlichen Art und Weise dürfte es auch wieder zu diesen Verhältnissen kommen. Oder eben zu diesen Chancen, sozusagen. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3 ist, Goldaktien werden irgendwann massiv steigen, sie werden im Mehrdollarbereich gehen, massive Nachfrage von allen Seiten und dann kommt es natürlich zu potenziellen Bedrohungen, wie zum Beispiel, dass die produzierenden Länder die Unternehmen das Leben schwer machen, also extra Steuern, Eingriffe, Verstaatlichung, who knows. Das muss man leider erwarten. Und auf der anderen Seite auch hier unser eigenes Bankensystem, wissen Sie selbst, wie angeschlagen es ist, so dass man tatsächlich seine Digitalgewinne noch realisieren kann, sprich mehr Sachwerte, zum Beispiel mehr Gold und Silber kaufen. Ja, irgendwann wird es, ich nenne das ökonomischen Tiefpunkt geben, wie 1980. Da konnte man dann für eine Unze Gold einen Dow bekommen. Heute muss man, wir haben gerade die Dow-Gold-Ratio besprochen, ich weiß nicht jetzt aus dem Kopf, wie es war, waren es 27 Unzen noch hinlegen. Das heißt, die normalen Aktienmärkte gehen mindestens 95 bis 98% runter. Also deswegen sollte man nicht in Standardaktien etc. sein, sondern im goldnahen Investment oder Gold selbst und irgendwo versuchen, diesen ökonomischen Tiefpunkt abzuwarten, ökonomischen Tiefpunkt. Das heißt, das ganze Kapital geht ins Gold, übertreibt absolut extrem und dadurch wird es ihnen nachher ermöglicht, Top-Assets zu absoluten Ausverkaufspreisen zu kaufen, weil sie sind dann ja flüssig, während viele andere nicht flüssig ist. 1980, das hatte ich ja gerade gezeigt, wäre das die richtige Entscheidung gewesen. Nun, die Chartisten glauben, das wird dieses Mal noch extrem. Wir kriegen also noch mehr Aktien für die Unze Gold sozusagen, also möglicherweise 2 DAO, möglicherweise 4 DAO. Das können Sie auch an den Häuserpreisen ablesen. Mike Maloney hat hier geschrieben,
dass 500 Unzen Silber der Preis für ein Haus war in 1980. Also der alte 25.000 Dollar sozusagen. Und heute, was ist heute 500 Unzen Silberwert, wenn man mal 30 rechnet, heißt das, Sie können ja so quasi, Sie kriegen ein Haus, wenn Sie das jetzt für den Preis in Silber jetzt packen, müssen für 15.000. Und das ist einfach unglaublich. Und das wird möglicherweise noch extremer und dass man vielleicht annehmen kann, dass es vielleicht sogar für die Hälfte Anzahl uns ein Standardhaus gibt, also irgendwo 250 bis 300. Absolut denkbar, wenn man jetzt die historischen Entwicklungen etwas hochrechnet, wie wir das hier tun. Fazit: Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen. Also wir stehen ohne Zweifel vor Schuldenproblemen, einer Inflationsdynamik und wir müssen versuchen, da maximal zu profitieren. Und ich denke, das kann man mit diesen extrem unterbewerteten Goldaktien, die eine Überperformance gegenüber Gold, was ja selbst eine Performance bringt, bringen kann. Der Vorteil ist, Sie können dadurch mehr Gold und Silber am Ende kaufen, aber sie können auch in dieser Phase bis zur Goldspitze von den Goldaktienverkäufen lösen, ohne ihr Gold- und Silbervorrat sozusagen anbrechen zu müssen. Denn es macht ja nur Sinn, diese Gold und Silber für diese Maximalwerte gegen etwas anderes zu verkaufen. Also diese berechneten von Egon von Greyerz und auch wiederum Mike Maloney 8.000 Dollar heutige Kaufkraft für Gold und 300 Kaufkraft für Silber. Das sind die Maximalwerte, die werden nicht lange bleiben. Da folgt auch eine heftige Kaufkraftreduktion danach. Aber das ist eben der Maximalwert, den man annimmt. Und davon müssen wir jetzt so viel wie möglich generieren. Und ich denke, das kann man in den nächsten 6 bis 8 Monaten mit Hilfe von Goldaktien machen. Und deswegen diese Rechnung. Man nimmt also zum Beispiel 200 Dollar, vergleichen wir das mal die 50 Dollar aus den 1970er Jahren sind. Und diese 200 Dollar machen Sie vielleicht im Schnitt jetzt in den nächsten 6 bis 8 Monaten mit den Goldaktien eine Ver-25-fachung, gerade wenn jetzt eben Gold auf 2300, 2400 steigt. Dann wechseln die das zum Beispiel in mehr Gold und Silber. Wir haben ja gesagt, dass die Maximalwerte von Gold und Silber auf 8.000 oder eben Silber 300 Dollar heutige Kaufkraft steigen. Das heißt, die Kaufkraft des physischen Materials geht dann auch nochmal steigt. Deswegen habe ich diesen Faktor 4 gegeben. Und wenn dann diese Kaufkraftspitze erreicht ist oder dabei ist, es zu erreichen, sollte man dann sozusagen einfach klassisch wieder investieren. Klassisch investiert heißt, wenn noch vorhanden, Top-Aktienfonds, Top-Aktien, vielleicht einige Zukunftsaktien und natürlich auch eben Immobilien, vielleicht ganze Firmen. Das muss man sich dann anschauen. Jedenfalls kommt man dann langfristig auch für jede 200 Dollar, die man in solche Investitionsereigniskette investiert, haben wir langfristig, das heißt vielleicht in 15 Jahren, 1 Million Dollar. Und man kann von diesen Ereignisketten beliebig viele aufsetzen. Also jeder kann vielleicht jede Woche eine solche Ereigniskette aufsetzen und sie natürlich auch also sage ich mal, einstellen, etwas verändern, so dass mehrere potenzielle Ereignisse oder Situationen, die kommen können, da abgedeckt sind. Und dass man nicht nur identisch identifiziert, nicht nur dieselbe Goldaktie nimmt, nicht nur vielleicht das Gold und Silber nicht nur am selben Platz lagert, beziehungsweise dann auch nicht nicht nur in denselben Aktienfonds investiert, sondern das schön dementsprechend streut. Und das kann man beliebig viel eben machen mit diesen 200 Dollar. Und allein schon die Statistik gibt es meiner Sicht dann her, dass schon einige Goldaktien genau diese Situation, einige dieser Ereignisketten, diese Situation, die dann eine Million am Ende bringen, ähm, schon erfüllen können, schon aus statistischen Gründen. Und Sie sind damit, meiner Meinung, ist das vielleicht für die kommende Phase einer der sichersten Investments überhaupt, weil Sie beliebig viele Situationen und Sie damit abspielen können. Und damit haben Sie eine große Streuung. Und in solcher Krise, wo viele unbekannte Variablen mit bei sind, ist es möglicherweise das richtige Investment.
oder das richtige Investmentverhalten. Ja, 1000 Becker Report. Wir versuchen eben diese Gold- und Silberaktien zu identifizieren, nach verschiedenen Risikostufen zu sortieren, den Potentialfaktor errechnen. Also wir sagen uns einfach, um wie viel was könnte diese Goldaktie steigen, wenn wir jetzt diesen Goldpreisschub auf 2500 plus minus $100 bekommen oder Silber eben auf irgendwo 50 plus minus bekommen, um wie viel könnten die sich aufblähen. Das ist so eine Schätzung. Das kann man natürlich, ist schwer, weil diese Märkte auf der einen Seite von Depression und Verzweiflung, die sind jahrelang, funktionieren sie nicht und mit einmal wollen sie alle rein in den. Das ist natürlich schwer abzuschätzen, dennoch haben wir es versucht. Und zumindest kann man auch die Aktien eben hinsichtlich des Potenzials damit unterscheiden. Ja, eine Exit-Strategie ist da auch mit bei. Finden Sie weitere Informationen zum Report ähm, unten im YouTube-Video. Ja, Einlage von Gold und Silber in eine Einkaufsgemeinschaft. Also die sind zu jeder Zeit an Gold und Silber kommen, auch in Krisen, auch in der Corona-Zeit etc. Sie sind ziemlich günstig, sind meistens günstiger als viele Händler. Genauso leicht ist der auch wieder Verkauf. Also sie überweisen das schon zum Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist, wie gesagt, auch der Verkauf. Und es gibt auch keine Mindestinvestitionssummen. Also die haben ein nettes Beratungsteam, können Sie einfach fragen, wenn Sie sich so für sowas interessieren. Wie gesagt, auch keine Empfehlung, ist einfach nur so eine persönliche, ich bin halt überzeugt, dass sowas ganz sinnvoll ist, wenn man sowas zusätzlich zu den Edelmetallhändlern bei der Hand hat. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht mir auch ein Like geben. Das würde den YouTube-Algorithmus voranbringen. Also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.